In der heutigen Folge Einfach dein Kiez sind wir mal wieder in Mitte unterwegs. Die Oranienburger Vorstadt war in ihren frühen Tagen durch Industrie und Militär geprägt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war hier aber aufgrund der Teilung Berlins sozusagen zwangsberuhigte Zone. Aber spätestens mit der Wiedervereinigung ist hier ein sehr interessanter und vielschichtiger Kiez entstanden. Gelegen zwischen dem Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal im Westen, der Brunnenstraße im Osten und dem Park am Nordbahnhof existieren hier neben dem hektischen Treiben in der Chausseestraße rund um den Neubau des Bundesnachrichtendienstes jede Menge Orte der Entspannung und Kultur. Also ein regelrecht interessanter Kiez mit Clubs, Parks und Bars. Um ein bisschen Kultur zu haben, läuft man in Richtung Friedrichstraße beispielsweise, ins Deutsche Theater. Und hier direkt im Kiez gibt es ein tolles Café, das Café Oslo. Es gibt auch ganz tolle Orte, an denen man Mittag essen kann. Ich finde es auch ganz interessant, dass wir gerade um die Ecke von der alten Ost-West-Berlin-Grenze wohnen. Ich mag, dass ich hier alles fußläufig in der Nähe habe. Alle Geschäfte, die ich brauche, Nahversorgung, Kultur, Berliner Mauerpark ist hier zum Beispiel ganz in der Nähe. Unter anderem treffen wir uns heute mit Ecoligo, einem Berliner oder man sollte besser sagen internationalem Start-up, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, kleine Unternehmen in Schwellenländern mit Solarstrom zu versorgen. Wie man dabei mitmachen und sogar mit verdienen kann, das fragen wir jetzt Martin Barth, einen der Geschäftsführer des Unternehmens. Was ist eigentlich die Idee hinter Ecoligo? Was macht ihr? Was ist eure Aufgabe? Also wir sind tatsächlich ein Berliner Unternehmen. Wir sind in Berlin gegründet vor 4 Jahren, aber wir sind eigentlich international unterwegs. Denn das, was wir machen, ist Unternehmen, also Gewerbe- und Industriekunden in Entwicklungs- und Schwellenländern Solarstrom anbieten. Wie kommt man denn auf solch eine Idee? Also was ist eure Entstehungsgeschichte und die Philosophie dahinter? Ja, also auf die Idee kamen mein Mitgründer, der Markus Schwaninger und ich, als wir uns in Kenia tatsächlich auf einer Solarkonferenz getroffen haben. Das war 2013 und damals war Solar das Hype-Thema in Ostafrika. Und alle haben gedacht, dass jetzt der Boom eintreten wird. Und in der Realität wurden sehr wenige Projekte realisiert. Und wir haben festgestellt, dass es an der Finanzierung scheitert. Und dass oftmals Solarprojekte von Unternehmen trotz der Vorteile, weil man sieht, okay, ich kann Stromkosten sparen, ich kann CO2-Emissionen einsparen, nicht realisiert wurden. Bringt ihr dann das Geld mit? Wir bringen das Geld mit, richtig. Und wir bringen ganz konkret das Geld von deutschen Privatanlegern mit. Ja. Die können auf der Crowdinvesting-Plattform ecoligo.investments in Projekte investieren. Sie bekommen dafür eine attraktive Verzinsung in der Größenordnung von 5%. Das variiert je nach Projekt. Und mit diesem Kapital beauftragen wir im Land vor Ort Unternehmen, die für uns schlüsselfertig Solaranlagen bauen. Und den Strom, den diese Anlagen produzieren, den verkaufen wir dann an Unternehmen vor Ort. Wenn du sagst internationales Unternehmen und gerade schon von Kenia gesprochen hast, um welche Länder geht es denn? Ja, wir sind tatsächlich in Ghana gestartet. Ich habe 2017 in Ghana gelebt und da das Unternehmen mit aufgesetzt. Wir sind dann nach Kenia gegangen und mittlerweile in 6 Ländern aktiv, in Costa Rica, in Vietnam, in Chile und jetzt zuletzt in Thailand. Alles Regionen, wo wahrscheinlich Solarenergie auch gut funktioniert. Genau, da scheint die Sonne deutlich mehr als hier in Deutschland. Martin, was für Kunden und Unternehmen sind denn das dann, die eure Dienste in Anspruch nehmen? Also wir haben ein sehr breit gestreutes Kundenspektrum. Da ist alles dabei, von einer Bank, die ihre Filialen mit Solarstrom versorgt, zu Blumenfarmen, die ihre Rosen und Blumen nach Deutschland zu Rewe exportieren, aber auch große industrielle Kunden, die im Maschinenbau tätig sind und Komponenten herstellen. Und warum sollte ich jetzt in euch investieren? Ja, zum einen gibt es eine attraktive Rendite und das Zweite, und das ist aber das Wichtigere und eigentlich auch die Motivation von allen unseren Investoren, ist, dass man nachhaltige Energieprojekte damit finanziert. Also mit seinem Kapital letztendlich dafür sorgt, dass CO2-Emissionen eingespart werden und so letztendlich auch seinen Beitrag leistet, den Klimawandel zu bekämpfen. Vielen Dank, Martin. Danke für eure Aufgabe, die ihr hier vollzieht. Natürlich ganz viel Erfolg weiterhin. Das Thema erneuerbare Energien ist wichtig. Und wenn jemand investieren will, ist das vielleicht ein spannender Ansatz. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg. Mach's gut. Alt zu sein bedeutet heutzutage leider immer häufiger, ein Leben in Isolation und Einsamkeit zu führen. Der Verein Freunde alter Menschen hat es sich deswegen zum Ziel gesetzt, mit Hilfe von Besuchspartnerschaften ein wenig mehr Freude und soziale Interaktion in das Leben der Ältesten zu bringen.
Um mehr über dieses tolle Projekt zu erfahren, treffen wir uns jetzt mit Anna Kamit. Der Verein Freunde alter Menschen setzt sich ein für ein Leben ohne Einsamkeit im Alter. Viele alte Menschen werden nur noch ein paar Mal in der Woche vom Pflegedienst besucht. Und tatsächlich haben wir da ganz berührende Zitate, die sagen, mich hat seit Jahren keiner mehr mit dem Vornamen angesprochen. Wir haben uns für diesen Standort in Mitte entschieden, weil es einfach gut erreichbar ist. Also man kommt wirklich hier mit dem S-Bahnhof Nordbahnhof ganz leicht überall hin. Unsere Hauptaufgabe ist die Vermittlung von Besuchspartnerschaften. Wir vermitteln alte, einsame Menschen ab 75 Jahren mit jüngeren Freiwilligen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Partnervermittlung. Wir haben hauptamtlich angestellte Koordinatorinnen, bei denen melden sich alte, einsame Menschen oder werden uns vermittelt. Und es melden sich wunderbarerweise ganz viele tolle, engagierte Freiwillige. Und dann erstellt die Koordinatorin ein kleines Profil von beiden, für was sie sich interessieren, was sie sich wünschen, wie viel Zeit sie haben und vermittelt. Ältere Menschen, die tatsächlich einsam sind, zu finden, ist eine große Herausforderung. In der Regel gehen sie nicht ins Internet, sie stehen auch nicht an der Straße und sagen, dass sie einsam sind. Da sind wir wirklich auch angewiesen auf Ärzte, Apotheken, also alle Multiplikatoren, die mit den alten Menschen tatsächlich zu tun haben. Sehr gut werden wir auch über Mundpropaganda vermittelt. Wir haben ganz tolle Freiwillige, die sich aus den vielfältigsten Gründen bei uns engagieren wollen. Und alle eint das Interesse an alten Menschen. Das wird ja oft gesagt, dass sich die Generationen gar nicht mehr füreinander interessieren. Da machen wir ganz gegenteilige Erfahrungen. Mit dem Podcast Beats and Bones öffnet das Museum für Naturkunde Berlin Türen, die den Besuchern normalerweise verschlossen bleiben. Dass dabei aber Natur und Wissenschaft sehr spannend und interessant sein können, zeigt das Museum bereits in der 2. Staffel ab Januar und gibt Einblicke in Sammlungen und Labore von weit über 30 Millionen Objekten. Heute treffen wir Lukas Klaschinski, der diesen Podcast moderiert. Hallo, ich bin Lukas Klaschinski, ich bin der Host vom Podcast. Und ich stelle die Fragen. Musik und Naturwissenschaften passen sehr, sehr gut zusammen. Es gab ja die Party und wird sie auch wieder geben, Beats and Bones im großen Sauriersaal vom Museum. Und da kamen über 5000 Leute zusammen. Die Schlange war wirklich länger als beim Berghain. Und wir haben gedacht, wir integrieren dieses Konzept in den Podcast und übernehmen das. Und darum gibt es Musikstrecken und es gibt natürlich Bones in Form von Dinosaurierwissen. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Themen. Ne? Mal kurz die Welt retten mit Johannes Vogel, dem Direktor vom Museum. Wir haben jetzt in der 2. Staffel Kommunikation im Tierreich, Sex im Tierreich. Also es ist ganz, ganz divers aufgefächert. Zu Wort kommen verschiedene Expertinnen und Experten, es sind über 200 Stück. Und wir gucken immer, welches Thema brauchen wir, wer ist der Experte im Museum. Und das ist für mich, als ob ich eine private Biologiestunde kriege von dem Experten, der Expertin auf dem Gebiet. Die Möglichkeiten vom Podcast sind einfach immens, weil eben die visuelle Ebene fehlt. Ich kann eigentlich Gedankenschlösser aufbauen, die man normalerweise im Film mit Bildern erklären müsste. Und der Vorteil da ist, finde ich noch, dass man das nebenbei konsumieren kann. Also ich kann meinen anderen Tätigkeiten nachgehen. Darum ist Podcast auch so schnell von der Informationsaufnahme. Das Thema Naturschutz steht da natürlich auch ganz vorne und das Thema Klimaschutz. Manche fragen sich, warum braucht es so große Sammlungen und warum müssen Insekten auf kleine Pika gepiekt werden. Aber nur wenn wir wissen, was einmal war und was ist, können wir auch in die Zukunft gucken. Dass Kinder herkommen können, dass Erwachsene herkommen können und mit Natur in Berührung kommen. Der Podcast ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Das heißt auf Deezer, auf Amazon Music, auf Spotify, auf den Podcast-Apps, die man hat, auf dem Handy, auf iTunes. Und er erscheint alle 2 Wochen und jede Staffel fast 10 Folgen. Nun sind wir am Ende dieser Folge Einfach dein Kiez und wir hoffen, wir konnten euch die ein oder andere interessante Kiezgeschichte präsentieren. Wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert gern unseren Kanal, lasst einen Daumen hoch da und schaltet beim nächsten Mal rein. Weitere Folgen findet ihr übrigens hier und hier.